Verrückte Zeiten, rasanter Wandel. Warum ist es so wichtig, deine Werte zu kennen? Wie hängen Werte und Wahrheit miteinander zusammen? Und was bringt es dir und anderen, wenn du in deine Selbstverantwortung gehst? Warum ist es so wichtig, die eigene Wertehierarchie zu kennen? Und dabei ist es vollkommen gleichgültig, auf welchen Lebensbereich sich das Ganze bezieht. Geht es um Freunde? Geht es um Beziehungen, Partnerschaften? Geht es um Job? Geht es um das Thema Gesundheit, Finanzen? Whatever. Ich persönlich habe mich das erste Mal mit dem Thema Werte auseinandergesetzt 1997 im Rahmen einer Weiterbildung auf Basis von NLP. Damals erschien es mir besonders wichtig, um Entscheidungen treffen zu können, die auch zu meinem Wertesystem passen. Machen wir mal ein Beispiel, damit es griffig wird. Einer meiner höchsten Werte ist zum Beispiel Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Offenheit. Also zeigt sich das bei meinen Entscheidungen. Wenn mir persönlich Ehrlichkeit und Offenheit wichtig ist, dann wird niemand zu meinem engeren Vertrautenkreis gehören, der nach dem Motto lebt, der Zweck heiligt die Mittel und dabei durchaus auch vor Halbwahrheiten, Manipulation oder gar noch Schlimmerem, wie zum Beispiel Betrug, nicht zurückschreckt. Das heißt, mit deinem Wissen über deine persönliche Wertehierarchie betreffend den privaten oder auch den geschäftlichen Bereich, da kann es gewisse Differenzen geben, bist du auf der sicheren und raschen Seite, was deine Entscheidungen angeht. Im Internet gibt es massenhaft Listen über mögliche Werte. Meine Botschaft an dich ist, setze dich mit deinen Werten auseinander und die können sich im Laufe der Jahre ändern. Jemand zum Beispiel, der seine Kinder großgezogen hat, seine Enkel hat aufwachsen sehen und unterstützt hat, hat möglicherweise andere Werte heute, als er vor 20, 25 oder 30 Jahren hatte. Das heißt, es ist ganz wichtig, sich immer wieder mal im Klaren zu werden, wo sind meine Werte? Wie du das machen kannst mit deiner Wertehierarchie, auch dazu gibt es Anleitungen, zum Beispiel in meinem E-Book und Taschenbuch, wie Selbstcoaching gelingt, habe ich eine Matrix, mit deren Hilfe du das sehr gut bewerkstelligen kannst. Dieses Büchlein ist hier unten drunter verlinkt. Wie hängen denn nun Werte und Wahrheit miteinander zusammen? Nach meiner persönlichen Erfahrung und Erkenntnis, und prüfe bitte für dich, wie immer, inwieweit du damit in Resonanz gehen kannst, gibt es keine objektive Wahrheit. Wahrheit ist immer subjektiv. Wenn du deine Werte kennst, spürst du Resonanz oder eben auch nicht. Wenn dich Wahrheiten, Botschaften, Informationen aus dem Außen erreichen und die erreichen uns zuhauf. Viele dieser sogenannten Wahrheiten sind massiv manipulativ. Das weißt du. Da brauchen wir gar nicht so weit in die Vergangenheit zurückgehen. Da reicht schon die jüngste Vergangenheit. Wenn du dein persönliches Wertesystem kennst, kannst du blitzschnell entscheiden, stimmt das für mich, stimmt das für mich nicht? Und kannst sozusagen aussortieren, wem folgst du, von wem distanzierst du dich. Und nach meiner
Erkenntnis ist es in dieser Zeit des Wandels, wo vieles kunterbunt durcheinander geht, wo jeder sich neu orientieren darf und dazu aufgefordert ist, ganz wichtig, schnell aussortieren zu können. Ansonsten wirst du verrückt. Jedenfalls mir geht's so. Ich sage mir immer, das, was für mich und meine Werte wichtig ist, wird mich erreichen, in jedem Falle. Das heißt nicht, dass ich wie Vogel Strauß den Kopf in den Sand stecke und mich von allem abschotte. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, rasch Entscheidungen treffen zu können, rasch filtern zu können und damit in der inneren Balance, im inneren Frieden bleiben zu können. Das ist nach meiner Erkenntnis und Erfahrung gerade in dieser verrückten Zeit besonders wichtig für jeden Einzelnen von uns. Wenn du im ersten Schritt über deine Werte klar geworden bist, und das geht ganz gut in einem meditativen Zustand, wie Meditieren geht, verlinke ich am Ende dieses Videos für dich. In einem zweiten Schritt sozusagen erkannt hast, was deine persönlichen Wahrheiten sind, auf Basis der Werte, dann geht es im dritten Schritt darum, in die Selbstverantwortung zu gehen. Was bedeutet das denn, in die Selbstverantwortung gehen? Das heißt, tun. Nach deiner Erkenntnis und Wahrheit, nach deinen Werten auch leben. Es in dein Erleben hineinzuziehen. Das kann natürlich auch schmerzhafte Schritte erfordern. Zum Beispiel Entfernen von bestimmten Menschengruppen, die dir nicht mehr gut tun. Herausgehen aus Situationen, die dir nicht mehr gut tun. Zum Beispiel im Job, zum Beispiel was den Beziehungsbereich angeht. Oder. Was bringt es dir? Was bringt es anderen, wenn du in deiner persönlichen Wahrheit auch lebst? Du kommst in einen inneren Frieden. Du gewinnst innere Balance. Du kannst für dein Umfeld, für dein ganz nahes oder auch für dein größeres Umfeld zu einem Fels in der Brandung werden. Jemand, der wie ein Leuchtfeuer quasi vorangeht, an dem andere sich orientieren können, der nicht gleich vollkommen hektisch und nervös wird, wenn die Ereignisse wie verrückt auf dich einpurzeln. Und damit ist der Weg geebnet, nicht nur zu innerem Frieden, sondern auch zu persönlichem Glück. Ich hoffe, diese Inspirationen nützen dir auf deinem ganz persönlichen Weg zu innerem Frieden und Glück. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Video oder Podcast sage ich jetzt Tschüss.